begeben wir uns auf Reisen in bisher ungedachte Dimensionen der Geschichte der Menschen und der Götter. Willkommen bei Ex Mystica. Mein Name ist Pierre Dietz und ich führe Sie durch diese Sendung. In den alten Sagen begegnen wir einem Fabelwesen, das Rätsel aufgibt, dem Greif oder Griffin. Die Mythen um dieses Tier, das im Laufe der Jahrhunderte zu einem Symbol der Macht mutiert ist, stammen überwiegend aus mündlichen Überlieferungen. Da archäologische Funde fehlen, ist das Tier eine reine Imagination. Doch finden wir in Stein gemeißelte Darstellungen in der nördlichen Hemisphäre von den britischen Inseln bis nach Kamtschatka. Eine Tatsache, die mich von seiner einstigen, realen Existenz überzeugt. Begeben wir uns auf Spurensuche, untersuchen wir die wenigen erhaltenen Texte. Schon in den griechisch-römischen Überlieferungen fehlt die typische Sicht eines Zeitzeugen und die Wiedergabe ist fabulös. Hier steht, Greife verfügen über Flügel und Flugfähigkeit kombiniert mit der Stärke eines Löwen. Wie Elstern scheinen den Greifen glänzende Gegenstände zu gefallen. Sie sind daher Wächter von Schätzen. Bartholomäus Anglicus zählt Greife in seinem Werk De Proprietatibus Rerum zu den Vögeln. Bei ihm haben diese Tiere kräftige Beine, einen Adlerkopf und Flügel. Anders die Beschreibung des indischen Greifs. Philostratus schreibt in der Vita Apollonii Tyanae, Greife haben die Stärke eines Löwen und Flügel. Mit keinem Wort erwähnt der Schriftsteller das Aussehen der Tiere. Seine umständliche Ausdrucksweise hat zur falschen Darstellung geführt, einem Löwen mit Schnabel und Flügeln. Seine Informationen scheinen dennoch von einem Augenzeugen zu stammen. Philostratus erwähnt ihre Flugunfähigkeit. Ihre Füße sind mit roten Häuten verbunden, die der Greif bei kurzen Sprüngen im Kampf einsetzt. Nur dem Tiger, seiner Schnelligkeit wegen, entkommt der Greif nicht. Ich sehe im Greif daher eindeutig einen ausgestorbenen Laufvogel. Laut Überlieferungen der Gossen frisst der Vogel Greif mit Vorliebe Pferde. Das lässt auf eine beachtliche Körpergröße schließen und das erklärt seine Kraft. Da stellt sich die Frage, weshalb jede Spur der ausgestorbenen Vogelart fehlt. Archäologisch ist ein Nachweis schwierig, denn die hohlen Knochen der Greife verwittern rasch. Die Legenden verorten den Lebensraum des Greifs im Hochgebirge. Ich identifiziere den Greif mit dem ausgestorbenen Diadroma geiselensis, der im Eozän in der nördlichen Hemisphäre verbreitet ist. Knochenfunde des Gastornis, wie ihn die Wissenschaft nennt, liegen aus Europa, Nordamerika, Kanada und China vor. Fossilfunde zeigen aber eindeutig, Auenwälder und Savannen sind sein bevorzugtes Jagdrevier. Der Laufvogel ist bis zu 1,80 Meter hoch, hat einen massiven, schweren Körper und lange Beine. Der Schnabel ist groß und spitz, geeignet für einen Fleischfresser, der Pferde und Ochsen reißt. Wie bei allen Laufvögeln sind die Flügel rudimentär und dienen eher dem Balancieren oder für Droh- und Balzgebärden. Nur die Datierung bereitet Kopfzerbrechen. Die ausgestellten Exemplare stammen aus dem Eozän. Vor etwa 50 Millionen Jahren ist eine direkte menschliche Begegnung auszuschließen. Der Greif ist nach meinen Überlegungen eine Spezies, die erst in der Spätantike ausstirbt. Ich vermute einen Zusammenhang mit der Kältewelle von 536 nach Christus. In der sogenannten Kleinen Eiszeit, die bis etwa 660 nach Christus anhält, sind pflanzliche Lebensmittel knapp. Der Mensch ist fast ausschließlich auf Fleischnahrung angewiesen. Der Greif ist nicht mehr der Jäger, sondern der Gejagte. Zudem fehlt ihm selbst die Nahrungsgrundlage, da seine Beutetiere vermutlich Richtung Süden ziehen und ebenfalls der Kälte zum Opfer fallen. Der Mythos über den Greif lädt dazu ein, die Überlieferungen neu zu betrachten. Wer sich dieser Aufgabe stellt, erkennt in dem Fabelwesen eine reale Tierart, die ihren Platz auf dieser Welt verloren hat. Ich hoffe, dieser Beitrag der Ex Mystica hat Ihnen gefallen. Ich freue mich über Ihr Abo dieses Kanals. Lesen Sie kostenfrei die passenden Artikel bei einem Besuch der Online-Zeitschrift Mysticum. Bis zur nächsten Sendung. Ihr Pierre Dietz.